In Teil 7 der Erdbebenmessung mit Sophistic im BIM-Workflow mit Revit geht es um die Kapazitätsprüfung für Gebäudekerne. Wir sehen hier im SSD auch schon den zugehörigen Task angelegt, Kapazitätsprüfung für Gebäudekerne. Ja, die Kapazitätsprüfung ist mal ganz allgemein gesagt ja ein Bemessungsverfahren, bei dem Teile des Tragsystems, also hier unsere Kerne, ausgewählt und dann in geeigneter Weise für die Energiedissipation, also die Zerstreuung, bemessen und aber bitte auch dann konstruktiv durchgebildet werden müssen. Ja, ganz einfach, um die gewählten Mechanismen, also die Dissipationsmechanismen überhaupt erhalten zu können. Also denken Sie dran, es muss auch entsprechend konstruktiv dann durchgebildet werden. Ja, bei uns, jeder Kern hat ja ein Bemessungselement hier bekommen. Das war Teil 3 der Videoserie. Und dieses Bemessungselement integriert dann die Kräfte der beteiligten Wände auf. Der Kernquerschnitt jeweils wurde ebenfalls in Teil 3 ja definiert und dort wurde auch festgelegt, welche Bewährungen wir anordnen. So, und dann kann hier natürlich der Gebäudekern quasi analog wie eine Stütze betrachtet werden. Ich öffne mal den Task. Da haben wir also auch wieder 3 Kartenreiter. Wir sehen hier 2 Tabellen und einen Viewer. Hier oben unter Auswahl der Gebäudekerne können wir eben mit Häkchen setzen und weglassen, auswählen, welchen Gebäudekern wir überhaupt betrachten möchten. Dann haben wir hier unten die Lastfallauswahl. Hier tauchen auch wieder nur GZT Grundkombination und GZT Erdbeben Lastfälle auf, bei denen es überhaupt Ergebnisse für eben diese Bemessungselemente gibt, die also die Ergebnisse für Bemessungselemente beinhalten. Schauen wir einen Kartenreiter weiter. Hier besteht also die Möglichkeit, Bewährungen zu staffeln bzw. Schnitte entlang der Höhe der Gebäudekerne zu definieren. Dadurch können Sie die Bewährung für die jeweiligen Schnittebenen hier anpassen, ohne wieder zurück in den Querschnittseditor gehen zu müssen. Automatisch voreingestellt sind hier die Schnitthöhen jeweils am Anfang und Ende der jeweiligen Kerndefinition, also bei uns -6, 0 und 14. Ja, schauen wir hier weiter unten auf diese Tabelle. Hier ist also nochmal die Bewährung des Gebäudekerns entsprechend ausgewählt oder dargestellt. Wir können hier auch wieder filtern, also nach der Überschrift Kern oder der Überschrift Schnitthöhenquote oder auch nach der Bezeichnung können wir filtern. Wenn ich immer draufklicke, dann sehen Sie, wird in dem Viewer auch jeweils wieder die Position der Bewährung hier dargestellt. Jetzt wird hier bei Querschnitt AS eben die der AS-Wert angezeigt, den wir im Querschnitt definiert haben. Und von da holt er eben diesen AS-Wert. Das steht hier. Alternativ könnte man hier auch sagen, hole bitte den Querschnittswert von der gleichen Lage, von der gleichen Bezeichnung von einer Etage tiefer. Hier, dann würden wir unterhalb auswählen. Oder es ist natürlich auch möglich, manuell hier einen ganz anderen Wert einzugeben. Da müssen Sie lediglich dran denken, dass der Wert, den wir hier eingeben, also nur Einfluss wirklich auf den AS-Wert hat und zum gleichen Zeitpunkt die Anzahl und die Lage der definierten Stäbe hier gleich bleibt. Also man muss schon was Sinnvolles dort eingeben. Gehen wir dann noch, wenn ich das hier mal zurückstelle, gehen wir dann noch auf den Ausgabekartenreiter. Hier sieht man also wieder die Möglichkeit,
ja, was man im Ausdruck haben möchte, welche Grafiken man im Ausdruck haben möchte und beispielsweise hier wieder die Möglichkeit, um den Ausdruck, um den Ausdruckumfang zu reduzieren, die Möglichkeit, sich nur die maßgebenden Lastfall- oder Schnittgrößenkombinationen anzeigen zu lassen. Gut, lassen wir das Ganze einfach mal rechnen. So. Gut, hier steht, er hat teilweise keine Konvergenz erreicht, aber er hat auch 0 Fehler. Gucken wir gleich nochmal drauf. Schauen wir mal die Ergebnisse uns an. Man konnte also für jeden Gebäudekern wieder einen entsprechenden Abschnitt, hier beispielsweise Gebäudekern 3, das Material, das ist das gleiche Thema, wie wir es schon vorher bei den Schubwandbemessungen haben. Also pro Kern darf nur ein Material vorhanden sein. Wir sehen die Skizze mit der Lage und der Bezeichnung der Bewährungen. Dann sehen wir hier die untersuchten Schnittgrößen, Kombinationen und wir haben eben eingestellt, dass wir nur die maßgebenden aufgelistet haben möchten. Das heißt, von den 20 sind nur 2 übrig geblieben. Die sind hier auch entsprechend aufgeführt. Lastfallkombinationen, das sind also die aufintegrierten Schnittkräfte aus den maßgebenden Kombinationen, wie man hier sehen kann. Und dann in der nächsten Tabelle bei Überprüfung werden eben die einwirkenden und die aufnehmbaren Kräfte ins Verhältnis gesetzt. Also hier die 12, 298 zu den 86 und wir haben mit RD zu RE eben die relative Kapazität des Kernes hier dargestellt. Der Wert muss natürlich größer 1 sein. Dann kriegen wir die entsprechenden Grafiken hier. Das ist jetzt die NM-Interaktionskurve. Man sieht nochmal die Eingangswerte und das ist die Kapazitätskurve und unser betrachteter Fall mit der Normalkraft und dem Moment hier, also dieser Stern muss natürlich innerhalb der Kurve liegen und dann sozusagen der Pfeil nach hier im Vergleich zum Pfeil auf die Kurve ist unsere relative Kapazität. Das heißt, wir sind in dem Beispiel deutlich entfernt von 1. Das gleiche gibt es dann hier nochmal für die Interaktion MY-MZ. Gut, auch hier, die Werte sind hier sehr klein, wir sind nahe 0 hier. Auch hier muss dieser rote Stern innerhalb der, der Kurve natürlich sich befinden. So, und dann haben wir hier nochmal das Thema mit dieser Warnung. Und das ist einfach hier der Fall, dass es wohl keine Konvergenzen gibt, aber ähm, in Lastfällen, die nicht maßgebend sind. Und wenn wir uns die jetzt noch anschauen wollten, dann müssten Sie hier eben wieder reingehen und bei der Ausgabe hier umstellen, dass Sie sich alle Lastkombinationen anzeigen lassen und dann würden Sie auch die entsprechenden dargestellt bekommen. Gut, das war es zunächst mal für diese Erdbebenserie und ich hoffe, dass wir uns bei einem nächsten Video dann wiederhören. Vielen Dank.